Willkommen im K40-Keller. Hier nun das versprochene Video. Einen Tag zu spät, das macht aber nichts. Wir reden heute über Faserlaser. Das Video richtet sich vor allem an die Neulinge oder die gerade anfangen mit dem Thema und ein bisschen besser über die ganze Technik Bescheid wissen wollen. Ich habe selbst viel lernen müssen, viel lesen müssen und habe dann gemerkt, so Facebook-Gruppen etc. helfen nicht wirklich weiter. Das war zumindest meine Erfahrung. Egal, wir gehen einfach mal in die Sache rein. Eins vorweg, bei den meisten günstigen Faserlasern ist die Software EaseCut, EZCut, wie auch immer man das aussprechen möchte, mit dabei. Ich arbeite mit Lightburn, weil es für mich das Mittel der Wahl ist und für mich die beste Software und nehme das als Beispiel. Tut auch nichts zur Sache. Für jemanden, der das erste Mal seinen Faserlaser in Lightburn benutzt, stellt dann ganz schnell fest, oha, da kommen ja noch mehr Parameter hinzu, als wie bei CO2 oder Diode, nur Geschwindigkeit und Leistung. Kann man da noch eine Frequenz angeben. Und im Falle, wenn man einen MOPA-Faserlaser hat, kommen wir gleich drauf, dann kann man auch noch die Pulsweite angeben. Das kann man alles schon so ein bisschen als verwirrend erachten und weiß gar nicht so richtig, wo setze ich an. Und wenn man da jetzt wie wild irgendwelche Parameter eingibt, ja dann gute Nacht, Marie. Fangen wir mal erstmal den Unterschied an. Es gibt Q-Switched Faserlaser und MOPA Faserlaser. Der Unterschied zwischen Q-Switched und MOPA ist in der Regel, wenn man das aber mal so einfach wie möglich wiedergeben möchte, die Q-Switched Faserlaser haben eine vorgegebene Pulsweite. Meistens liegt die so bei 100 Nanosekunden und immer einen sehr eingeschränkten Raum, welche Frequenz man einstellen kann. Zum Beispiel von 60 bis 80 Kilohertz nur oder von 20 bis 60 Kilohertz. Das hängt immer ganz stark von der Quelle ab. Da gibt es Hersteller, so die günstigen sind Max, gibt es Rikos oder JPT. Ich selbst habe ein JPT-Modul in meinem Faserlaser. Ich selbst habe einen MOPA, keinen Q-Switched, weil beim MOPA, da kann man die Pulsweite einstellen. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, von 1 bis 500. Und Frequenz geht von 1 bis 4000 Kilohertz. Man hat also einen wesentlich größeren Spielraum und damit auch die Möglichkeit natürlich wesentlich mehr Materialien zu lasern. Bei einem Q-Switched Faserlaser ist man sehr eingeschränkt, was das angeht. Und man muss schon ganz genau wissen, wofür kaufe ich mir den Laser überhaupt, weil damit kann man halt eben nicht alles machen. Und mit einem MOPA-Faserlaser kann man zwar auch nicht alles machen, aber schon sehr viel. Glasgravieren geht damit zum Beispiel nicht so besonders toll. Dafür gibt es UV-Laser. Vielleicht erklärt das auch jetzt schon ganz gut, warum man nicht weiterkommt, wenn man in irgendwelche Facebook-Gruppen oder bei uns auf dem Discord-Server, auf anderen Discord-Servern, egal wo, fragt, gib mir mal die Parameter dafür, ich will das auch. Beim Faserlaser erstmal, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwer hat eine Farbe auf Edelstahl graviert oder hat eine Tiefengravur in der Münze gemacht und so. Du siehst das dann und denkst, geil, das will ich auch ausprobieren. Jetzt weißt du ja nicht, was hat denn der für ein verbautes Modul? Was hat der da für eine Range? Der kann ja auch die Parameter da reinschreiben, die werden bei dir nicht funktionieren, weil was hat denn der für eine Linse? Für eine Fokuslinse auf dem Faserlaser? Ja, da gibt es ja verschiedene, 70 mm, 100, 110, 150, 200, 300, 170 oder 175. Gibt sehr viele verschiedene. Selbst wenn du genau die gleiche Maschine da hast, wird es immer noch sehr schwierig, diese Parameter zu adaptieren. Dann hat man zwar einen sehr guten Anhaltspunkt, aber in der Regel gibt es da draußen so viele Kisten, da wird so viel zusammengeschraubt, kann man sehr schwer nur vergleichen. Zum Verständnis, die Fokuslinse ist natürlich einmal dafür da, um die Arbeitsfläche, den Arbeitsbereich beim Faserlaser zu vergrößern. 150er Linse kann ich dann 150 mal 150 Millimeter mit bearbeiten. Mit der 70er Linse 70 mal 70 Millimeter. Das ist soweit einleuchtend. Aber was viele dann auch nicht bedenken, wenn ich zum Beispiel in einer 150 mm Linse arbeite und ich wechsle das dann auf eine 70 mm Linse, dann wird der Fokuspunkt vom Faserlaser deutlich kleiner. Das heißt, ich habe viel mehr Energie auf einem viel kleineren Punkt. Und dadurch verhält sich wieder alles ganz anders. Das ist das Problem, wenn man Parameter erfragt. Wenn du da jetzt jemanden hast, der arbeitet die ganze Zeit mit der 110er Linse und du hast eine 150er, dann können seine Werte nicht passen, weil einfach sich dadurch schon ganz große Veränderungen ergeben. Aber was bedeuten jetzt 50 Kilohertz, 80 Kilohertz, 100 Kilohertz, was man da alle so einstellen kann? 50 Kilohertz bedeutet, der Laser gibt 50.000 Impulse pro Sekunde ab. In einer Sekunde geht er 50.000 Mal an und aus. So muss man sich das vorstellen. Und die Pulsweite
die jetzt bei einem Q-Switch, sagen wir mal, bei 100 liegt. Und beim Mopa-Faserlaser ist es standardmäßig auf 200. Da kann man aber frei wählen. Sagt nur, in welcher Zeit wird die volle Energie abgegeben. Ein Faserlaser funktioniert so, und da drin sind Dioden verbaut, Laserdioden, und das Licht wird quasi gepumpt. Das heißt also, es wird aufgeladen und dann wird es auf Schlag abgegeben in einem Impuls. Ich habe mal eine kleine Grafik vorbereitet, könnt ihr euch mal anschauen. Die ist natürlich jetzt nicht korrekt dimensioniert, weil das so schnell, das sähe aus wie ein Strich. Ich habe es aber mal verlangsamt dargestellt. Könnt ihr euch mal anschauen, wie man sich das vorzustellen hat. Bei 50 Kilohertz, was passiert da? Und was kommt da auf dem Material an? Bei 100 Kilohertz natürlich deutlich schneller. Und das sind ganz wichtige Faktoren. Wenn man mit 50 Kilohertz arbeitet, da liegen die Punkte weiter auseinander. In einer Sekunde werden 50.000 Impulse abgegeben und überlappen sich, so kann man sich das vielleicht vorstellen, nur ein ganz kleines bisschen. Wenn ich jetzt mit 100 Kilohertz arbeite, wird in der gleichen Zeit 100.000 Punkte abgegeben. Und dadurch überlappen sich die einzelnen Laserpunkte natürlich deutlich mehr. Was man jetzt wissen muss und verstehen muss: Wir haben 50 Watt und sagen, wir stellen 50 Kilohertz ein. Dann hat nicht jeder Punkt 50 Kilohertz, sondern dann werden die 50 Watt genommen, geteilt durch die 50.000 Punkte, die geschossen werden. Und jeder Punkt hat eine gewisse Energie. 50 durch 50.000 kann man sich ausrechnen. Wenn ich 100 Kilohertz nehme, dann nehme ich meine 50 Watt und teile sie durch 100.000. Hat jeder Punkt weniger Energie. Deswegen ist der Abtrag, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tiefengrauwurfmünze mache, mit einer höheren Kilohertzzahl feiner, glatter, könnte man sagen. Kann man sich sehr gut vorstellen, wie mit Schmiergelpapier. Wenn man sehr grobes Schmiergelpapier nimmt, das ist halt rau, und je feiner das wird, in dem Fall die Kilohertzzahl hochgeht, umso feiner wird auch die Gravur. Also kann man ganz klar sagen, je geringer die Kilohertzzahl, 20, 30, 40, umso aggressiver arbeitet man auf dem Material. Die Punkte liegen weiter auseinander. Mehr Energie pro Punkt, pro Puls, der abgegeben wird. Das ist sehr gut für Tiefengravur, wenn man etwas schneiden möchte. Und wenn man mit der Kilohertzzahl höher geht, zum Beispiel 200, 300, 400, hat man einen sanfteren Abtrag. Das kann man zum Beispiel nehmen, wenn man kann mit dem Faserlaser wunderbar Edelstahl auch, ja, ich sag mal, glänzend gravieren. Ne? Man kann einen Glanz drauf bringen, man kann Edelstahl, Titan anlassen in der Farbe. Dafür braucht man eine höhere Kilohertzzahl. Aber dann in dem Zusammenhang, wenn man dann einen Mopa hat, auch noch im Zusammenspiel mit der Pulsdauer. Das ist sicherlich alles sehr verwirrend. Nur mal ein kleines Beispiel von mir. Wenn ich zum Beispiel eine Tiefengravur auf Messing mache, dann gehe ich jetzt nicht hin und stelle 48 Kilohertz ein und 100% Power und gib ihm und verbrenne mir das Material. Und es wird halt auch sehr grob. Ich mache das zum Beispiel mit 100 Kilohertz und gar nicht mit so sehr viel Leistung. Ich nehme 70% Leistung von meinem 60 Watt Mopa und bekomme damit einen sehr sauberen Abtrag. Nicht zu viel Leistung nehme und eine zu hohe Kilohertzzahl, man muss sich das so vorstellen, weil die Punkte ja alle sehr überlappen. Und wenn ich eine sehr hohe Leistung nehme, dann schmilzt das Material eher zusammen, weil die Punkte überlappen. Ja, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ihr müsst mal schauen, ob bei eurem Laser so eine Tabelle dabei war. Liegt leider nicht jedem Laser bei, aber da wird wunderbar gezeigt, bei welcher Kilohertzzahl und welcher Pulsweite der Laser sicher arbeitet. Das hat schon seinen Grund, warum das alles limitiert wird und warum man das nicht unterschreiten oder überschreiten kann, weil die Laserquelle muss sich ja schützen. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Wenn wir jetzt mal von einem Mopa ausgehen und von einer Pulsweite von 200 Nanosekunden bei 48 Kilohertz, dann kann ich in Lightburn natürlich auch eintragen, ich würde gerne mit 30 Kilohertz arbeiten bei einer Pulsweite von 200. Dann wird aber das Modul selbst sich schützen und diese Leistung nicht mehr regelmäßig abgeben können, weil was passiert? Ne? Die Dioden, also der Puls wird aufgeladen, wie so eine Faserkanone, muss man sich das vorstellen, so ein Ping, ne? Wird aufgeladen und das muss ja in der Zeit die Energie auch gespeichert werden und die wird schlagartig abgegeben. Und damit der Laser nicht überhitzt und kaputt geht, gibt es intern diese Schutzfunktion und deswegen darf man diese Werte nicht unterschreiten oder überschreiten und muss sich an diese Tabelle halten.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr verwirrend ist, diese ganzen Zahlen und Parameter und auch was man da alle achten muss. Aber es ist halt nun mal so beim Faserlaser, da muss man ein paar Parameter mehr einstellen. Und wenn du dich mit Lightburn schon auskennst, ne, es gibt einen Materialtest, den man wunderbar nutzen kann. Und auch beim Faserlaser wirst du nicht drum rumkommen. Du wirst Materialtests machen müssen, bis der Arzt kommt. Kenne dein Material, kenne deinen Laser und kenne deine Frequenzen. Aber das kann man sich sagen. Ich würde sagen, dieses Video für heute lassen wir mal sein. Das reicht jetzt. Genug Blabla. Ich habe alles nochmal zusammengefasst in einem Blogbeitrag. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen im übernächsten Video, ich weiß noch nicht genau, wann ich damit weitermache, aber gehen wir nochmal tiefer rein in die Geschichte mit Faserlaser und vor allen Dingen Tiefengravur. Das ist ja das, was mich am allermeisten dabei interessiert. Klar, Metalle anlassen ist auch ganz schön, aber wenn wir da ehrlich sein sollen, das dauert ewig lange und so Farbgravuren, ne, und ist sehr inkonsistent. Ja, das ist es nicht. Gut, kann man machen, kann man tolle Sachen mitmachen, aber Tiefengravuren oder einfach Sachen schnell mal eben markieren, ganz toll. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht wieder ein Jahr dauert, bis das nächste rauskommt. Und bis dahin, haut rein.